Du stehst in der hell erleuchteten Tankstelle oder in einer unaufgeräumten Autowerkstatt und betrachtest die endlosen Regale voller glänzender Plastikflaschen. Dein Blick wandert unweigerlich zu den hochpreisigen Gebinden, die mit dem markanten Schriftzug für synthetisches Motoröl werben. Für die überwältigende Mehrheit der Autofahrer ist dies schlichtweg nur ein weiteres, verwirrendes Marketingetikett. Man hält es für einen teuren Luxus, den einem der Mechaniker beim jährlichen Ölwechsel routinemäßig aufschwatzen möchte. Man geht instinktiv davon aus, dass sich in diesen Flaschen lediglich das altbekannte, schwarze Erdöl befindet, das in einer Fabrik ein wenig aufwendiger gefiltert wurde. Aber diese weit verbreitete Annahme ist ein fundamentaler Irrtum. Hinter diesem unscheinbaren Plastikbehälter verbirgt sich eine faszinierende Geschichte, die hochkomplexe Chemie, unerbittliche Ingenieurskunst und historische Notwendigkeit in sich vereint. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum die eisigen Höhenflüge militärischer Kampfflugzeuge die Erfindung dieses Schmierstoffs unausweichlich machten. Wir klären, wie Wissenschaftler unsichtbares Erdgas in eine kristallklare Flüssigkeit verwandeln und wie mikroskopische Spiralen deinen Motor vor dem sofortigen Hitzetod bewahren. Wenn du die verborgene, beispiellose Architektur hinter den unscheinbarsten Flüssigkeiten unseres Alltags verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um die Existenz dieses teuren Öls zu begreifen, müssen wir uns die gravierenden Mängel seines natürlichen Vorgängers ansehen. Traditionelles, konventionelles Motoröl wird in gewaltigen Raffinerien direkt aus rohem Erdöl gewonnen. Dieses rohe Öl ist ein unberechenbares, chaotisches Gemisch, das die Natur tief unter der Erde über unzählige Jahrmillionen hinweg zusammengebraut hat. Die Natur ist jedoch eine bemerkenswert nachlässige Chemikerin. Das natürliche Öl ist durchsetzt mit hartnäckigen Verunreinigungen, schwefelhaltigen Verbindungen und schweren Wachsen. Auf molekularer Ebene gleicht dieses konventionelle Öl einer Schachtel voller wild gemischter Süßigkeiten. Einige Moleküle sind winzig und leicht, andere sind massiv, unhandlich und völlig unförmig. In einem modernen Hochleistungsmotor sorgt dieses mikroskopische Chaos unweigerlich für schwerwiegende mechanische Probleme. Der drängende Bedarf nach einer besseren Lösung entstand beileibe nicht auf den zivilen Autobahnen, sondern in der grausamen Realität des Zweiten Weltkriegs. In den frühen 40er Jahren des 20. Jahrhunderts stießen die Luftwaffen der Alliierten und der Achsenmächte in nie dagewesene Höhen vor. In diesen unbarmherzigen Höhenschichten herrschten eisige Temperaturen, die weit unter dem Gefrierpunkt lagen. Das konventionelle Motoröl in den Sternmotoren der Bomber verhärtete sich in dieser Kälte schlagartig zu einer zähen, teerartigen Masse. Die Motoren froren ein, die Schmierung brach in Sekundenbruchteilen zusammen und die Flugzeuge stürzten haltlos vom Himmel. Die Ingenieure und Chemiker standen vor einer unlösbaren physikalischen Barriere. Sie mussten das fehlerhafte Öl der Natur verwerfen und einen Schmierstoff erschaffen, der sich den Gesetzen der Temperatur kompromisslos widersetzte. Anstatt den schmutzigen Schlamm aus der Erde mühsam zu filtern, begannen die Wissenschaftler damit, Gott zu spielen. Sie erschufen das synthetische Öl nicht durch simple Reinigung, sondern durch einen gezielten architektonischen Aufbau auf atomarer Ebene. Der Herstellungsprozess beginnt oftmals nicht mit flüssigem Öl, sondern mit reinem, unsichtbarem Erdgas. In einem hochkomplexen Verfahren der sogenannten Gas-to-Liquid-Synthese wird dieses Gas unter massivem Druck und infernalischer Hitze in seine grundlegenden Kohlenstoffatome zerschlagen. Anschließend setzen die Chemiker diese Bausteine in streng kontrollierten Reaktoren wie winzige Legosteine wieder zusammen. Sie konstruieren gezielt lange, makellose Kohlenwasserstoffketten, die in der freien Natur schlichtweg nicht existieren. Das Resultat ist ein kristallklares, reines Grundöl, das frei von jeglichem Schwefel, Wachs oder störenden Fremdkörpern ist. Der maßgebliche Unterschied liegt in der vollendeten, mikroskopischen Geometrie dieser künstlichen Schöpfung. Während das natürliche Öl aus Millionen unförmiger, verschiedenartiger Moleküle besteht, ist im synthetischen Öl jedes einzelne Molekül ein exakter Klon seines Nachbarn. Stell dir Millionen von perfekt runden, identischen Glasmurmeln vor, die völlig reibungslos übereinander hinweggleiten. Durch diese beispiellose Uniformität behält das Öl seine flüssige Struktur selbst bei bittersten Minusgraden bei. An einem eiskalten Wintermorgen fließt dieses Öl innerhalb von wenigen Millisekunden an die höchsten Punkte deines Motors und verhindert den gefürchteten, trockenen Metallabrieb beim Starten. Aber dieses makellose Grundöl allein reicht für die brachialen Bedingungen im Inneren deines Motors längst noch nicht aus.
Etwa 10–30% des Inhalts dieser teuren Plastikflasche bestehen aus einem hochgeheimen, präzise abgestimmten Paket an chemischen Additiven. Diese Zusatzstoffe sind die eigentliche, unbesungene Rüstung, die den Motor am Leben hält. Starke chemische Detergenzien wirken wie mikroskopische Schrubber, die den entstehenden Ruß ununterbrochen von den Zylinderwänden waschen. Leistungsstarke Antioxidantien opfern sich unentwegt selbst, um zu verhindern, dass das Öl unter der enormen Hitze des Motors mit Sauerstoff reagiert und zu giftigem Schlamm verbrennt. Das faszinierendste Element dieser chemischen Rüstung sind jedoch die speziellen Verschleißschutzadditive, zumeist komplexe Zinkverbindungen. In den Hochdruckzonen des Motors, etwa an den Nockenwellen, pressen Stahlteile mit unvorstellbarer Wucht aufeinander. Unter diesem immensen mechanischen Druck zersetzen sich diese Zinkmoleküle absichtlich. Sie verschmelzen bei Kontakt augenblicklich mit der stählernen Oberfläche und bilden eine mikroskopisch dünne, gläserne Opferschicht. Bevor der harte Stahl deines Motors auch nur den Hauch eines Kratzers abbekommt, reibt sich diese chemische Schutzschicht behutsam ab. Diese Additive erneuern diese rettende Barriere in Bruchteilen einer Sekunde immer und immer wieder. Das wohl brillanteste Meisterwerk in dieser Flasche sind die sogenannten Viskositätsmodifikatoren. Das sind winzige, langkettige Polymere, die sich bei eisiger Kälte wie winzige Federn fest zusammenrollen. In diesem eingerollten Zustand lassen sie das Öl ungehindert und flüssig durch den Motor fließen. Sobald der Motor jedoch seine glühende Betriebstemperatur erreicht, entfalten sich diese mikroskopischen Spiralen wie lange Arme in der Flüssigkeit. Sie verhaken sich ineinander und verhindern maßgeblich, dass das Öl durch die immense Hitze zu dünn wie Wasser wird. Sie zwingen die Flüssigkeit dazu, ihren dicken, schützenden Schmierfilm aufrechtzuerhalten, egal wie hart du das Gaspedal auf der Autobahn durchdrückst. Dieses Öl muss in unbarmherzigen Laborversuchen Temperaturen ertragen, die normales Erdöl sofort in harte Kohle verwandeln würden. Die Hersteller treiben die Flüssigkeit absichtlich an den Rand der thermischen Zerstörung, bevor sie das begehrte Zertifikat für den Verkauf erhält. Wenn du also das nächste Mal in einer Werkstatt stehst und diese glänzenden Flaschen betrachtest, siehst du keine simple gefilterte Flüssigkeit aus dem Boden. Du blickst auf ein flüssiges, hochkomplexes Ingenieurswerkzeug. Es wurde Atom für Atom in einem Labor entworfen, mit einer feurigen Rüstung aus Zink überzogen und mit atmenden Polymeren ausgestattet. Es ist eine Meisterleistung der menschlichen Wissenschaft, die unseren modernen Maschinen überhaupt erst das Überleben ermöglicht.